In diesem Video schauen wir uns einmal an, wie man digitale Produkte vermarktet. Ja, digitale Produkte, das ist ja so eine Sache, ne? Wir hatten ja schon gesagt, das ist eigentlich eine ganz tolle Sache, weil wer möchte es nicht haben, ne? Man erstellt etwas einmal, stellt es ein und verkauft es immer und immer wieder, ganz ohne, dass man dann noch irgendetwas dafür tut. Also super. Problem: Es gibt eine Menge davon, ne? Und wer das richtig gut verkaufen will, der muss es auch in irgendeiner Art und Weise vermarkten. Und wenn du das nicht tust, dann wirst du auch auf deinen digitalen Produkten sitzen bleiben. Die Frage ist hier: Was kann man überhaupt tun, ne? Wie kannst du die gut vermarkten? Ja, angenommen, du hast jetzt einen Etsy-Shop. Was kannst du da tun, um deine Produkte überhaupt zu vermarkten? Was kannst du da machen? Oder du hast einen eigenen Shop. Wie kriegst du überhaupt Menschen auf deine Webseite? Ich habe jetzt hier einmal ein paar Sachen zusammengestellt, ein paar Ideen, so wie ich meine Produkte vermarkte, und das ist im Prinzip ein Kreislauf, den ich immer und immer wieder durchlaufe. Ein Produkt ist fertig, ein Produkt wird eingestellt und dann geht es los, ne? Dann wird es überall vermarktet, auf verschiedenen Plattformen, und die stelle ich dir jetzt einmal vor. Okay, als allererstes habe ich einmal E-Mail-Marketing rausgesucht. Alles, was ich hier sage, ist nichts Spektakuläres. Es ist einfach nur etwas, was du immer und immer wieder durchlaufen musst, ne? Was ich gerade sagte. Es ist ein Kreislauf. Du hast das Produkt erstellt, du hast das Produkt fertig, du hast es eingestellt auf deiner Webseite, auf einem Etsy-Shop, oder vielleicht hast du noch einen anderen Shop auf irgendeiner anderen Plattform. Ganz egal. Der Kreislauf ist immer und immer wieder derselbe. Das allererste, wenn du damit fertig bist, ist es, die Leute zu benachrichtigen, die sich für dich interessieren. Und dafür hat man in aller Regel eine E-Mail-Liste. Ja. Und ich habe jetzt hier mal ConvertKit aufgerufen. Das ist eine Möglichkeit. Und ich finde auch preislich recht gut, weil die haben sehr, sehr viele Funktionen. Du kannst es völlig kostenlos machen. Bis 1000 Abonnenten ist das komplett kostenlos. Und du kannst auch so lange, wie du möchtest, warten, bis du 1000 Abonnenten hast sozusagen, und danach geht es dann hier mit $29 los. Ich mag das gar nicht laut sagen, weil das kann sich natürlich jederzeit ändern. Und es ist natürlich auch immer noch eine Frage, ob du monatlich bezahlst oder jährlich, weil wenn du jährlich bezahlst, wie du siehst, dann wird es auch sehr viel günstiger. Ja, also das ist erst einmal eine E-Mail-Liste, die ist absolut nötig. Und es gibt noch viele andere E-Mail-Marketing-Plattformen. Also da gibt es Aweber, da gibt es Mailchimp, da gibt es Clicktip, irgendwas, egal, es gibt so viele, und sie bieten alle ungefähr dasselbe. Warum ich jetzt hier ConvertKit genommen habe, ist, weil du damit E-Mail-Sequenzen erstellen kannst. Das heißt, du kannst sagen, wenn sich jemand in deinen Newsletter eingetragen hat, kannst du ihnen eine Sequenz schicken. Das heißt, du kannst sofort, nachdem er sich eingeschrieben hat, bekommt er E-Mail X, danach E-Mail Y und am dritten Tag Z, und dann gehen wir los. Je nachdem, was er geklickt hat, kriegt er dann diese Seite oder eben die. Also man kann da richtig komplizierte, ja, kleine Sales-Funnel mit aufsetzen. Und das ist eigentlich unschlagbar, weil du dann auch wieder nicht mehr eingreifen musst. Alles automatisiert. Du kümmerst dich im Prinzip darum, dass du Leute in deine Newsletterliste bekommst. Das ist das wichtigste Asset, das Wichtigste, was du in deinem Geschäft tun kannst oder für dein Geschäft tun kannst, ist es, Kunden zu finden, die sich für deine Produkte interessieren. Deswegen, deine E-Mail-Liste ist das absolute Nonplusultra. Und was auch immer jetzt noch folgt, alles, was ich dir jetzt vorstelle, zielt einzig und allein darauf ab, die Leute von der jeweiligen Plattform in deinen Newsletter zu bekommen. Gucken wir also mal weiter. Als zweites habe ich hier Pinterest geöffnet. Pinterest ist die Traffic-Quelle überhaupt. Warum? Ja, Pinterest ist auch eine Suchmaschine, aber eben eine visuelle, ne? Man optimiert die Pins, die man da einpostet, auf spezielle Keywörter, wie man das eigentlich überall im Internet mit allem macht. Und wenn man das tut, dann wird man auch immer wieder gefunden. Also wenn jemand sich für irgendwas interessiert, was du machst, gibt oben das eine Suchleiste, und es werden verschiedene Pins hier rausgeworfen, immer passend zu dem jeweiligen Thema. Dann gehst du hin und dann kriegst du halt Klicks, ne, auf deine Webseite. Und dann bleiben die Leute hoffentlich auch dort hängen, ne, interessieren sich für deine Sachen, interessieren sich für deine Produkte, tragen sich auch dort wieder in den Newsletter ein. Du hast es schon geahnt, ne? Wie gesagt, der Newsletter ist das Wichtigste für dein Geschäft. Gut, also Pinterest, absolut wertvoll. Und wenn du heute einen Pin postest, hat der auch in Jahren von heute noch seine Gültigkeit und kann dir noch Traffic bringen. Also gilt hier, je mehr, desto mehr. Du schreibst also einen Blogartikel, packst da gute Bilder rein, die auf Pinterest gepostet werden können, und man kann auch
zu einem Blogartikel, ich sag mal 20 verschiedene Pinterest-Bilder machen, ja, und die bei Pinterest einstellen, immer wieder auf diesen einen Blogpost verlinken. Das ist doch eigentlich klasse, oder? Dann ist die Mühe nicht umsonst, weil der eine interessiert sich dafür und der andere dafür. Klar, das Thema in dem Blogpost ist dasselbe, aber es ist ja nun mal so, den einen spricht das Bild mehr an, den anderen das. Oder der Titel, den kannst du natürlich auch immer leicht abändern. Ne? Und natürlich, wenn es in deinem Blogartikel darum geht, wie man Produkte auf Etsy einstellt, sage ich jetzt mal, dann kannst du es auch nennen, Produkte auf Etsy einstellen. Du kannst es aber auch nennen, so lädt man Produkte auf Etsy hoch oder Etsy nutzen ganz einfach oder irgendwie so. Also du siehst schon, man hat da verschiedene Möglichkeiten und kann dazu dann eben passende Bilder erstellen. Die kommen bei Pinterest rein und bringen dir immer wieder Traffic auf deine Webseite. Deswegen Pinterest eine super Traffic-Quelle, gerade für Kreative. Dann habe ich hier noch Instagram. Ich habe jetzt hier mal mein Instagram-Profil aufgerufen. Warum ist Instagram so klasse? Ja, Instagram ist im Prinzip deine kleine Galerie im Internet, ne? Früher hatten wir auf den Webseiten eine Galerie, dort konnte man dann seine Kreation hochladen und natürlich gab man Credit, was man alles damit gemacht hat oder von wem man die Sachen hatte und verlinkte auf den jeweiligen Shop. Super, war auch eine Form des Marketings. Heute machen wir das bei Instagram. Das Gute ist, auf Instagram sind schon Hunderttausende von Menschen, die sich garantiert auch für dein Produkt interessieren. Auch hier gilt wieder, du optimierst deinen Post, du gibst die nötigen Informationen zu deinem Bild. In der Bildunterschrift, also in dieser Bildcaption, die du eintragen kannst, gibst du alle möglichen Ideen rein, also alles, worum es in diesem Bild geht, gibst ein bisschen Hintergrundinformationen und so weiter. Das Bild wird gefunden, die Leute schauen sich das an, klicken auf deinen Link in der Bio und hier kommt das Interessante, du darfst nämlich nur einen Link vergeben. Und das ist auch gar nicht schlimm, weil dieser Link führt auf deine Webseite, wo du dann hoffentlich auch wieder die Leute dazu bringst, sich in deinen Newsletter einzutragen. Ne? Du ahnst es schon, ich komme immer wieder auf diesen Newsletter zurück, deswegen ganz am Anfang E-Mail-Liste. Die nächste Traffic-Quelle, die ich hier habe, ist YouTube. Ne? Du bist hier auf YouTube, ja natürlich. Also hier in der Infobox kann ich Links posten zu dem dem nächsten Angebot, was dazu passt, was ich dir hier erzähle. Also wenn ich dir jetzt hier erzähle, wie du deine digitalen Produkte vermarktest, dann ist die logische Konsequenz, dass ich dir in der Infobox einen Link hinterlasse zu meinem Kurs Bloggen für Kreative. Ja? Da erlernst du nämlich alles rund um das Bloggen für Kreative, auch das Marketing. Und da gehen wir natürlich mehr ins Detail. Ne? Ja, deswegen YouTube auch wieder eine Traffic-Quelle, die für immer Gültigkeit hat. Heißt, heute reingepostet das Video, kann das sich auch in 5 Jahren von heute noch jemand ansehen, auf deine Links klicken und deine Kurse oder andere digitale Produkte kaufen. Dann letztendlich kommen wir zum Blog. Habe ich jetzt hier auch mal aufgerufen. Ich mache jetzt mal einen hier auf. Es ist ein Blogartikel und in dem Blogartikel packe ich halt auch immer mein Video rein, passend zu dem jeweiligen Artikel und gebe auch, wenn nötig, halt Links oder halt auch Links zu dem Kurs, der dazu passt, weil wir verkaufen hier als digitales Produkt Kurse, ja, Online-Kurse. Es müssen aber nicht Online-Kurse sein. Du kannst natürlich auch alles andere verkaufen, alle anderen digitalen Produkte. Da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Es gibt ja eine ganze Reihe davon. Über all das schreibst du auf deinem Blog, gibst vielleicht zusätzliche Informationen, die die Leute interessieren. Und genau das wird in den Suchmaschinen gefunden, was auch wieder dazu führt, dass du Traffic auf deine Seite kriegst. Aber wenn du heute einen Blogartikel schreibst und den heute postest und den heute optimiert auf ein Keyword hast, dann wirst du wahrscheinlich erst sagen wir mal in 6 bis 8 Wochen überhaupt Traffic von dem Blogartikel sehen. Weil natürlich Google eine Zeit lang braucht, bis deine Webseite gecrawlt hat und bis das dann schließlich in den Suchmaschinen auch erscheint und hoffentlich dann auch so hoch rankt, dass du gefunden wirst einfach. Ne? Deswegen, ja, SEO ist nicht tot und wird auch nie tot sein, weil irgendwie muss Google ja Inhalte zur Verfügung stellen. Aber es sollte nicht deine einzige Strategie sein. Ne? Deswegen ist das hier ziemlich weit hinten. Es hat seine Bewandtnis, es hat auch seine Gültigkeit und das Gute ist auch, es ist für immer da. Ne? Es sind Traffic-Quellen, die für immer für dich da sind und auch für immer für dich arbeiten. Ne? Deswegen auf jeden Fall auch deine eigene Webseite. Als letzte mögliche Traffic-Quelle habe ich hier nochmal Facebook geöffnet
Und zwar nicht einfach nur die Facebook-Business-Seiten, die du hast, sondern wie wäre es mit einer Facebook-Gruppe? Wenn du in deiner Facebook-Gruppe Menschen versammelst, die sich für dein Thema interessieren, egal wer das jetzt ist, ne? Ob das jetzt Online-Kurse sind oder ob du hingehst und ja, Sticker erstellst als digitales Produkt oder du machst Grafikdesign oder egal was. Wenn du eine Facebook-Gruppe hast und dort können die Menschen Fragen stellen, dann weißt du erstmal schon, was gefragt ist. Das ist schon mal klasse, ne? Oder sich mit deinen Produkten auseinandersetzen. Super, da können die Sachen posten, die sie mit deinen Produkten gemacht haben. Dann ist so eine Facebook-Gruppe eigentlich Gold wert, ne? Weil das sind immer Menschen, die du ansprechen kannst, die sich für dich interessieren, die deine Fans sind und wo du auch neue Produkte, die du erstellst, reinposten kannst und die dann natürlich, da sie ja Fans von dir sind, ne, wieder kommen und auch deine Produkte kaufen. Ja? Deswegen ist auch eine Facebook-Gruppe eine sehr, sehr gute Traffic-Quelle. Es muss nicht unbedingt deine eigene sein. Es gibt auch Facebook-Gruppen, in denen du beitreten kannst und ja, wo du letztendlich mitmachen kannst. Ne? Und es sind auch sehr, sehr schöne Gruppen teilweise, wo man sich sehr wohlfühlen kann und wo sehr nette Menschen sind, die auch halt wiederum Fragen haben, die man helfen kann und die dann wiederum auf deine Webseite kommen. Ja, das waren jetzt einmal 6 Tipps, wie du Traffic auf deine digitalen Produkte bekommst. Ich hoffe, das hilft dir und es hat dir gefallen. Ich weiß, es ist nichts Neues. Es ist einfach nur eine Zusammenfassung von dem, was man eigentlich immer wieder machen muss. Und wenn dem so ist, also wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du unseren Kanal abonnierst, uns einen Daumen nach oben da lässt und die kleine Glocke anklickst, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten. Und dann sehe ich dich beim nächsten Mal. Tschüss!